Es geht wieder in den Norden von Europa, aber ich habe die Pause genutzt und mich gut vorbereitet. Mein Anhänger hat jetzt ein Winterpaket. Außerdem habe ich den Ineos in einer Werkstatt durchchecken lassen und habe mir endlich für das Auto wie auch für den Anhänger Schneeketten gekauft. In den letzten Wochen habe ich dann den Anhänger etwas umgebaut und mit Vorräten beladen. Es kann also losgehen. Ich starte in Berlin. Mein Ziel ist das Nordkap. Wobei losgehen, das klingt nach flottem Aktionismus und der passt nicht wirklich zu meinem Hänger. Das Rollout bleibt komplex. Erst muss eine Achse in die Luft, dann wird das Riesending gedreht, bepackt und mit Wasser betankt. Meine To-Do-Liste für den Start umfasst inzwischen mehrere Seiten. Umso größer die Freude, wenn es dann wirklich losgeht. Die Strecke, die ich fahre, führt an Hamburg vorbei und dann immer weiter Richtung Norden. Das ist exakt die Route, die ich auch im letzten Jahr zur gleichen Zeit genommen habe. Vor 12 Monaten ging es auf die Färöerinseln und nach Island. In diesem Jahr ist das Nordkap mein Ziel. Vor einem Jahr war das Losfahren aber ganz anders. Ich wusste damals so gar nicht, was mich erwartet. Ich hatte ja keinerlei Camping-Erfahrung oder irgendeine Kenntnis darüber, wie man so einen Hänger, also so ein Gespann bewegt. Das ist heute ganz anders. Ich fahre los mit einer gewissen Leichtigkeit und freue mich auf das, was mich erwartet. Also auf das, was hinter dem Horizont liegt. Hinter Hamburg, noch vor Flensburg, biege ich ab, in Richtung der Stadt Schleswig. Mein erster Stellplatz auf dieser Tour ist im kleinen Ort Dannewerk. Es ist der Pferdehof Albrecht. Wenn ich hier ankomme, dann habe ich tatsächlich Coming-Home-Gefühle, denn ich stand hier schon 3-mal. Und bei jedem Besuch auf diesem Pferdehof habe ich mir die Frage gestellt, was passiert hier eigentlich? Hier die Antwort. Ein solcher Hof ist eine eigene Welt. Einige der hier lebenden Tiere sind bunt, andere sind verfressen. In jedem Fall werden sie gut behütet von Andrea, die hier die Chefin ist. Weiter, weiter, weiter. Auf ihrem Hof kann man Fatis beobachten, die sich um ihre Töchter kümmern, und Muttis, die ihren Nachwuchs aufziehen. Man sieht Niedliches, aber auch Seltsames. Die Hauptdarsteller auf dem Pferdehof Albrecht sind natürlich die Pferde. Es gibt sie in klein und groß und in verschiedenen Rassen. Für Andrea geben sie den Takt des Lebens vor und das seit vielen, vielen Jahren. Füttern, reiten, pflegen. Pferde kann man nicht ausschalten. Sie sind immer da und brauchen ständige Aufmerksamkeit. Auf dem Hof stehen eigene Pferde, es werden aber auch Pensionspferde betreut. Andrea hat lange als Reitlehrerin im Leistungs- und Gesundheitssport gearbeitet. Noch immer gibt sie Reitunterricht. Seit 20 Jahren
ist sie aber auch als Osteopathin tätig. Für Hunde und für Pferde. Als Trainerin hatte ich so viele Pferde, die Probleme mit dem Bewegungsapparat hatten. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Was ist der Grund? Was ist ihr Problem? Wie kann man ihnen helfen? Und so bin ich zur Osteopathie gekommen. Osteopathie für Pferde. Ich bin ahnungslos und neugierig und habe daher gefragt, ob ich einmal zuschauen darf. An diesem Tag kommt Melanie in die Sprechstunde mit ihrer Stute Suna. Melanie hat beim Reiten das Gefühl, auf einem zweigeteilten Pferd zu sitzen. Anders ausgedrückt, der vordere und hintere Bewegungsapparat des Tieres harmonieren nicht. Menschen kann man fragen, wo es weh tut. Bei einem Pferd kann man nur beobachten. Das nennt sich dann Ganganalyse und findet auf dem Reitplatz statt. Andrea achtet dabei auf alle Bewegungen und sucht nach Unstimmigkeiten im Bewegungsablauf. Ein Pferd hat einen hochkomplexen Bewegungsapparat mit hunderten Muskeln, Sehnen, Gelenken und Bändern. Pferde können lange Strecken laufen, schnell galoppieren und Lasten tragen. Das können sie aber nur aufgrund ihrer erstaunlichen Anatomie. Um Unstimmigkeiten, also Fehler im System zu erkennen, braucht es viel Erfahrung und eine mehrjährige Ausbildung. Ich vermute, sie hat Probleme beim Angaloppieren. Es könnte ein Nerv eingeklemmt sein. Was folgt, wirkte auf mich als Skeptiker anfangs etwas spooky. Aber glaubt mir, meine Erlebnisse vor Ort haben mich eines Besseren belehrt. Andrea arbeitet jetzt mit ihrem wichtigsten Diagnose- und Therapieinstrument, ihren Händen. Sie ertastet Spannungen, Blockaden und Einschränkungen der Beweglichkeit. Diese Fähigkeit nennt man Sehen mit den Händen. Andrea kann das ziemlich gut. Und für Suna, die Stute, ist das auch keinesfalls unangenehm. Um einen Schiefstand im Becken- oder Hüftbereich zu korrigieren, ist ein Impuls nötig. Im günstigsten Fall wird die Fehlstellung dadurch korrigiert. Andrea ertastet dann über die komplette Wirbelsäule hinweg, ob es weitere Bewegungseinschränkungen gibt. Zum Einsatz kommt auch ein spezieller Laser, der dafür sorgt, dass sich die Muskeln entspannen und besser durchblutet werden. Das ist noch längst nicht alles, aber wenn ich hier die komplette Behandlung erkläre, der Film würde kein Ende nehmen. Mit ihren sensiblen Händen ist Andrea in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. Sogar in Dänemark ist ihre Expertise gefragt. Zur Freude der vielen Reiter, die es hier gibt, aber vor allem zum Wohle der Pferde. Über 70% der Pferde geht es nach der ersten Behandlung deutlich besser. In einigen wenigen Fällen behandle ich noch 1-2 Mal mehr. Sollte das nicht reichen, dann empfehle ich einen Termin beim Kollegen oder beim Tierarzt. Sechs Tage lang hatte ich Andreas Gänseblümchenwiese fast immer für mich allein. Hier hätte ich noch Wochen bleiben können. Was man sieht und erlebt, reicht für eine ganze Reportage. Ich habe hinzugelernt und inzwischen großen Respekt vor Andreas Arbeit. Reisen heißt auch immer wieder Abschied nehmen. Wenn aber Menschen ins Spiel kommen, die man ins Herz geschlossen hat, wird es fast schon tragisch. Aber es muss weitergehen. Irgendwie will ich ja noch ans Nordkap.
Von Dannewerk geht es auf die Autobahn Richtung Norden. Damit ihr meine Strecke besser nachvollziehen könnt, hier eine Karte. Ich bin in Berlin gestartet. Es ging vorbei an Hamburg, immer Richtung Norden zu Andrea und ihrem Pferdehof. Heute fahre ich durch Schleswig-Holstein und Dänemark und dann über große Brücken und durch lange Tunnel auf dem Landweg nach Schweden zu einem Campingplatz südlich von Malmö. Wenn ihr in Skandinavien mit dem Auto unterwegs seid, solltet ihr rechtzeitig an eine wichtige Sache denken. Das sind die Maut- und Citygebühren. Also das, was man bezahlt, wenn man die Straße benutzt. In Skandinavien ist das ein sehr komplexes Thema. Ich werde in einem meiner nächsten Filme im Detail darauf eingehen. Aktuell fahre ich durch Dänemark. Hier zahlt man nichts, bis auf die Passage über den großen Belt. Und genau dort werde ich jetzt drüber fahren. Es geht über die größten Bauwerke Nordeuropas. Den Anfang macht die Beltbrücke. Ihre Konstruktion ist fast 7 Kilometer lang. Auf ihr fahren Autos und Züge. Darunter kreuzen Ozeanriesen. Mit einer Hauptspannweite von mehr als 1,5 Kilometern gehört die Brücke zu den längsten Hängebrücken der Welt. Bezahlt wird anschließend. Ich habe für Skandinavien eine Mautbox und zusätzlich eine Rabattvereinbarung mit dem Brückenbetreiber. Dennoch ist mir bis heute unklar, wer was wo abrechnet. Aber egal, ich werde es später herausfinden. Hauptsache, die Schranke öffnet sich. Danach führt die Autobahn über die Insel Seeland. Es geht vorbei an Kopenhagen, der dänischen Hauptstadt, zur Öresundquerung, der Verbindung zwischen Dänemark und Schweden. Auch dieses Bauwerk ist ein technisches Wunder. Zunächst fahre ich durch einen kilometerlangen Tunnel, dann über eine künstliche Insel und schließlich über die eigentliche Öresundbrücke. Sie gilt als die weltweit längste Schrägseilbrücke für den kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr. Ich muss noch einmal bezahlen. Diesmal wird mein Vertrag akzeptiert. Es gibt ein kurzes Gespräch mit dem Grenzbeamten und dann bin ich in Schweden. Nahe Malmö biege ich Richtung Süden ab und fahre durch die Provinz Skåneland. Mein Ziel ist die Halbinsel Falsterbo. Den Campingplatz dort hatte ich schon vorab gebucht. Ich bekomme Südseite und erlebe im April einen erstaunlichen Sommerausbruch in Schweden. Mit kurzer Hose und langfristig guten Wetteraussichten. 10 Tage konstant Sonne und das im April. Ich vermute mal, das ist für Schweden nicht unbedingt typisch. Ich habe also Glück. Der Platz selbst ist eher eine Verlegenheitslösung. Ich hätte ja schon darüber berichtet, länger als 400 Kilometer möchte ich mit meinem Gespann mit Tempo 80 nicht fahren. Das macht einfach keinen Spaß. Und dieser Campingplatz lag einfach auf der Strecke. Wenn ich schon mal hier bin, nutze ich die Gelegenheit für eine Strandwanderung.
Wer über die Falsterbo-Halbinsel wandert, dem fällt sofort auf, hier sieht es anders aus als sonst in Schweden. Statt dichter Wälder gibt es Graslandschaften, Heideflächen und Dünen. Besonders bekannt ist Falsterbo für die vielen Zugvögel, jedoch nicht im April. Hochsaison für den Vogelzug ist von August bis Oktober. Was jetzt im Frühjahr beeindruckt, ist der kilometerlange Strand mit seinem hellen, feinen Sand. Wer Natur und Weite sucht, der kann sie auf Falsterbo finden. Himmel und Meer feiern hier Hochzeit. Und jetzt im Frühjahr wandert man völlig allein. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Hier beginnt das Falsterbo Naturreservat. Teile der Halbinsel stehen unter Naturschutz und dürfen zu bestimmten Jahreszeiten nicht betreten werden. Mit einem guten Fernglas kann man dann Kormorane, Gänse und Schwäne sehen, aber auch Kegelrobben und Seehunde. Interessant ist auch der Leuchtturm von Falsterbo. Das Gebäude wurde 1796 in Betrieb genommen, ist also relativ neu. Doch die Fläche selbst ist der älteste in Skandinavien bekannte Leuchtturmstandort. Denn die Lage ist ideal. Der Übergang zwischen der Ostsee und dem Öresund war eine stark frequentierte Route des historischen Seehandels und galt als schwierig befahrbar. Was immer wieder auffällt, sind die für Südschweden typischen Badehütten. Schlicht, bunt und funktional. Etwas opulenter die maritime Vergnügungsarchitektur einige Kilometer weiter. Aber auch hier ist der April ein Monat ohne Menschen. Bis auf den einsamen Kitesurfer am Horizont wirken die Szenen wie aus einem Science-Fiction. Fast schon postapokalyptisch einsam. Ich mag es. Im frühen Frühjahr kann man hier ernsthaft tiefenentspannen. Es wurden tatsächlich 18 Wanderkilometer. Was ich dabei nicht bedacht hatte, waren die 5 faulen, vorangegangenen Berlin-Monate. Ich bekam von allem eine Überdosis. Zu viel Bewegung, zu viel Sauerstoff. Ich konnte mich nach dieser Wanderung faktisch nicht mehr bewegen. Der Zeltplatz, auf dem ich hier stehe, ist jetzt im April trotz Sonne noch komplett im Winterschlaf. Was hier in der Hochsaison los ist, kann ich nicht sagen. Derzeit ist es total ruhig, geradezu verträumt. Man kann hier Fahrräder ausleihen, Bungalows mieten in verschiedenen Größen und die Stellplätze selbst sind, wenn man die größte Kategorie bucht, angenehm groß. Und es gibt ausreichend viele Säulen mit Ladestrom. Was mich dabei besonders beeindruckt hat, aus den Hähnen, die es hier überall gibt, kommt tatsächlich Trinkwasser. Man merkt, Schweden ist ein hochentwickeltes Land. Ich stand 4 Nächte lang auf dem Falsterbo Campingplatz und jetzt geht es weiter. Ich fahre an einem Samstag. Der Autoverkehr auf Falsterbo ist sichtbar dichter als an Wochentagen. Die Einsamkeit meiner Strandwanderung war womöglich nur eine Momentaufnahme.
Schweden ist zwar größer als Deutschland, hat aber nur einen Bruchteil der Einwohner. Knapp 11 Millionen Menschen leben hier, die meisten von ihnen in urbanen Zentren wie Malmö, Göteborg oder Stockholm. Es gibt daher Gegenden mit sehr geringer Bevölkerungsdichte. In eine von ihnen bin ich unterwegs. Nachdem ich den Großraum Malmö verlassen habe, führt die Strecke fast nur noch über die Europastraße 22. Bemerkenswert sind die Straßenschilder, die vor Elchen warnen, sowie die vielen Blitzer. Doch die Schweden sind freundliche Menschen. Bevor geblitzt wird, warnt ein Schild. Mein nächster Campingplatz liegt in einer Gegend, die man durchaus als the middle of nowhere bezeichnen kann. Umso erstaunlicher ist es, dass ich noch am späten Abend persönlich von Stefan empfangen werde. Er ist der Mann, der hier den Hut auf hat. Willkommen im Blankaholm Naturcamping. Mein erster Platz mit eigenem Steg und Zugang zum Wasser. Warum reisen wir eigentlich so gerne? Einerseits, weil es Spaß macht, andererseits, weil man durch das Reisen schlauer wird, weil man hinzulernt. Ich bin daher auch immer offen für Einladungen und habe sofort Ja gesagt, als mich Stefan und seine Frau Helena, das sind die den Platz hier betreiben, gefragt haben, ob ich sie zu einem Ausflug nach Oskarshamn, das ist die nahegelegene Stadt hier, begleite. Stefan kommt ursprünglich aus Hamburg. Helena ist gebürtige Schwedin. Beide sind verheiratet und leben bereits seit über 30 Jahren in Schweden. Die dritte Person im Bild ist Stefans Schwiegermutter. Es geht nach Oskarshamn, dem Hauptort der gleichnamigen Gemeinde hier an der Ostseeküste. Wir besuchen eine Veranstaltung, die den Dreien sehr am Herzen liegt. Ein Gottesdienst der Heilsarmee. Typischerweise spielt hier eine Brassband, also ein großes Blechbläserensemble mit Schlagzeug. Stefan bläst das Kornett. Die Heilsarmee hat von Anfang an auf Brassmusik gesetzt. Sie ist laut, verkündet die Botschaft, also für alle gut hörbar. Und wenn die Band gut spielt, kann sie große Emotionen transportieren. Und diese Band spielt gut. Im Gottesdienst berichten Menschen von ihren Erlebnissen. Es wird gemeinsam gesungen, das Wort wird gelesen und es wird gebetet. Ich bin und bleibe Atheist aus Überzeugung, aber muss zugeben, dieser Gottesdienst hat viele schöne und emotionale Elemente. Die Heilsarmee ist eine christliche Freikirche, die 1865 in London gegründet wurde. Einige ihrer Strategien und Ansichten sind durchaus umstritten. Für ihr großes soziales Engagement wird die Heilsarmee jedoch weltweit geschätzt. Auch in Schweden. Beispielsweise gibt es bei uns an jedem Wochentag ein Frühstück. Alle sind eingeladen, um hier zu essen und um Gemeinschaft zu erleben.
Ich stehe noch immer auf dem Naturcampingplatz in Blankaholm. Das ist ein kleiner Ort an der Ostküste Schwedens in der Gemeinde Västervik. Der Legende nach kam vor sehr langer Zeit eine Königin namens Blanka hierher gesegelt. Sie ging an Land und war von dem, was sie sah, so begeistert, dass sie den Ort Blankaholme, also glänzendes Inselchen, taufte. Man kann hier wandern, dafür gibt es wirklich schöne Wege und man kann sich den Ort anschauen. Laut Wikipedia leben hier kaum 150 Menschen. Doch die Begehung von Blankaholm nimmt eine Menge Zeit in Anspruch, da sich die Häuser über ein großes Gebiet verteilen. Einen echten Ortskern konnte ich nicht erkennen. Es gibt jedoch ein Restaurant, einen Laden und einen gut ausgebauten Hafen. Wie ihr auf den Bildern immer wieder seht, ist die Gegend hier eine Wasserlandschaft. Und um eine solche Wasserlandschaft zu erkunden, ist ein Boot natürlich sehr hilfreich. Vor Ort gibt es dafür ein spezielles Angebot, eine Schärenfahrt, organisiert von Helena. Wir legen direkt am Campingplatz ab. Etwa 2 bis 3 Stunden werden wir mit dem Boot unterwegs sein. Hier wartet Sonne, hier wartet Wellen, hier wartet schöne Aussichten über Inseln und vielleicht entdecken wir ein paar Adler oder einen Seehund. Und es gibt auch andere Tiere. Mal haben wir sogar einen Elch gesehen auf dem See, im Wasser baden. Und wir machen einen kleinen Stopp für Schwimmen, für den, der möchte. Helena und Stefan betreiben Blankaholm Naturcamping gemeinsam. Die Arbeit vor Ort haben sie sich aufgeteilt. Stefan ist für den Platz zuständig, Helena organisiert alles, was auf dem Wasser stattfindet. Dafür musste sie eine Kapitänslizenz für Passagiere erwerben. Auch Schweden ist ein Land mit vielen Regeln. Das Schiff mit dem Namen Paulina ist seit vielen Jahren im Familienbesitz. Üblicherweise sind bei einer Tour 2 bis 12 Gäste an Bord. Was sie erleben, ist eine Reise in eine faszinierende Wasserwelt. Schwedens Schären, das ist eine Küstenlandschaft entlang der Ostsee mit über 200.000 Inseln. Was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, so eine Bootsfahrt wirkt auf das Gemüt wie eine Beruhigungstablette. Ja, am Anfang der Reise, dann sind viele ein bisschen aufgedreht, haben ihre Kameras dabei, gucken rum. Nach einer Weile, dann kommt die Ruhe rein von Natur. Und wenn wir einen Stopp gemacht haben und zusammen geschwommen haben, dann kommt auch die Gemeinschaft miteinander, weil hier sitzen wir so schön in einer Runde. Und wenn sie zurückkommen, dann sind sie ganz ruhig. Auge in Auge mit dieser Natur bekommen die Dinge eine andere Bedeutung, schrumpft vermeintlich Wichtiges auf Normalmaß. Einen brütenden Seeadler haben wir tatsächlich gesehen. Auf dem Bild leider nur sehr klein, das Nest im oberen Drittel. In der Hochsaison werden die Touren gut nachgefragt. Etwa 100 Mal pro Jahr ist Helena mit dem Boot für ihre Gäste unterwegs. Ein Erwachsener zahlt 60 €, Kinder etwas weniger. Für jemanden, der sich für die Schären von Schweden interessiert, ist das gut investiertes Geld. Wer diesem Kanal schon länger folgt, weiß, ich habe erst im letzten Jahr mit dem Campen angefangen.
2025 war ich in Island unterwegs, in diesem Jahr geht es durch Skandinavien. Mein Fernziel bleibt eine Weltreise mit Start hoffentlich im nächsten Jahr. Wenn man so ein Projekt angeht, braucht man Ahnung, braucht man Erfahrung. Ich versuche also so schnell als möglich, so viel als möglich hinzuzulernen. Das betrifft zum einen das Campen, zum anderen aber auch den Umgang mit meinen beiden Fahrzeugen. Das Auto, ein Ineos Grenadier, hatte ich ja schon in einem meiner letzten Filme vorgestellt. Ich war mit dem Fahrzeug vor Reiseantritt in der Werkstatt meines Vertrauens in Wildau. Beziehungsweise es ist die einzige Werkstatt für diesen Fahrzeugtypen im Großraum Berlin. Erfreulicherweise ist es aber auch eine sehr gute Werkstatt. Wer hier arbeitet, macht das mit Leidenschaft. Ich war nur für eine kleine Durchsicht mit Ölwechsel vor Ort, habe aber schon einmal angefragt, inwieweit ich vor dem Start meiner Weltreise in der Werkstatt einmal hospitieren darf. Einfach um klüger zu werden, denn klar ist, in keiner anderen Region dieser Welt gibt es eine so hohe Werkstattdichte wie hier in Europa. Das, was ich mit dem Auto, mit dem Ineos noch vorhabe, ist mir mit meinem Anhänger bereits gelungen. Also ein Praktikum in einer Werkstatt. Der Hersteller dieses Anhängers ist die australische Firma Bruder. Diesen EXP8 habe ich in Australien bestellt und konfiguriert. Inzwischen gibt es aber einen deutschen Importeur mit Sitz in Karlsruhe. Der Name der Firma ist Camp Impuls und dort war ich im März zu einem Praktikum. Camp Impuls ist ein Familienunternehmen. Geschäftsführer und Inhaber ist Wolfgang, der in Karlsruhe gemeinsam mit Frau und Tochter einen Service rund um den Camper aufgebaut hat. Heiße Firma Camp Impuls. Dazu kommen noch knapp 10 Mitarbeiter. Verkauft und repariert werden hauptsächlich die Modelle der australischen Firma Bruder. Andere Marken sieht man seltener. Solche Firmen mag es viele geben. Für mich ist Camp Impuls aber etwas Besonderes. Auf meinen Reisen fand ich hier in Notlagen mein technisches Orakel. Wolfgang, der Mann, der alle meine Fragen mühelos beantworten konnte. Von Offroad über Camping bis zum Innenausbau oder Netzwerken. Dieser Mann kennt sich aus. Ich bin mit meinem Anhänger ohne Vorkenntnis gestartet. Mehrmals drohte ich an Ratlosigkeit zu scheitern. Aber wenn es nicht weiterging, habe ich Wolfgang angerufen und egal was es war, der Ingenieur hatte die Lösung. Ich bin hier in Karlsruhe für eine knappe Woche. Einmal um zuzuschauen und um zu lernen, aber auch um meinen Anhänger zu optimieren. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe am Ende meiner Islandreise einen heftigen Wintereinbruch erlebt. Ganz oben auf meiner Wunschliste an Wolfgang stand daher ein Winterpaket und die Reparatur meiner Abwasserpumpe, die durch den Frost in Island vermutlich Schaden genommen hat. Die Wohnkabine des Anhängers ist hervorragend isoliert, nicht jedoch die Abwasserleitungen und der Grauwassertank. Da diese Technik unterhalb der Kabine verbaut ist, ist sie bei tiefen Temperaturen dem Frost ohne Schutz ausgesetzt. Direkt unter meiner Dusche befindet sich der Pumpensumpf, der das Abwasser aus dem Bad in den Grauwassertank leitet. Diese Technik mit dem schönen Namen Duschsumpfpumpensystem hat in Island durch den Frost Schaden genommen. Das Wasser hat sich beim Gefrieren ausgedehnt, die Bilgenpumpe muss ersetzt werden. Wer den letzten Island-Film gesehen hat, kann sich vielleicht noch an diese Bilder erinnern.
12 Grad minus und das im Oktober. Dass mein Campinganhänger so sensibel auf Frost reagiert, ist natürlich unbefriedigend. Ich brauche ein Winterpaket, bestehend aus Heizmatten, Heizdraht und viel Isolierung. Der Montageaufwand ist nicht unerheblich. Es werden Löcher gebohrt und Kabel verlegt. Die Abwasserleitungen werden erst mit einer wärmeleitenden Folie umwickelt. Anschließend wird ein Heizdraht verlegt und alles isoliert. Die Heizmatten kommen unter den Grauwassertank und den Pumpensumpf. Meine Reise wird mich in diesem Jahr bis hinter den Polarkreis führen. Ob sich die Technik bewährt, erlebe ich also schon in wenigen Monaten. Das Paket, was wir hier verbauen, ist zur Heizung der ganzen Abwassersysteme im unteren Bereich. Mit den Tanks, mit Heizmatten verwenden wir hierzu. Wir verwenden Heizdrähte und dadurch ist das System bis minus 25 Grad, 30, wahrscheinlich sogar mehr, problemlos nutzbar. Selbst haben wir es getestet in der Schweiz bei minus 22 Grad und es hat perfekt funktioniert. Was sich in Island bewährt hat, war Starlink. Egal wo, ich hatte immer einen schnellen Zugang ins Internet. Nachteilig waren die aufwendige Montage und Demontage der Antenne. Ein Typ der sogenannten Generation 3. Ohne Motor, was von Vorteil ist, doch das zusätzliche Netzteil und der Router kosteten wertvollen Platz im Anhänger. Daher teste ich in diesem Jahr Starlink Mini. Das System ist kleiner, braucht weniger Strom und der WLAN-Router ist direkt in die Antenne integriert, was zusätzliche Hardware überflüssig macht. Ein weiterer Vorteil: Starlink Mini arbeitet mit einer Eingangsspannung von nur 12 bis 48 Volt Gleichstrom. Die Antenne kann also über das 12 Volt Bordnetz angeschlossen werden. Wer ganz sicher gehen will, schaltet einen Aufwärtswandler vor und transformiert die Spannung auf 24 Volt. Mein altes Starlink-System musste ich hingegen mit 220 Volt Wechselstrom betreiben. Die Antenne wird außen montiert. Inwieweit sie auch während der Fahrt einen stabilen Internetzugang liefert, wird die Zukunft zeigen. Wir haben dieses Mal die Starlink-Antenne mit Magnethalterungen fixiert, damit wir flexibel bleiben. Wenn der Anhänger unter Bäumen steht, können wir somit die Antenne jederzeit abnehmen und an einen anderen Platz bringen. Ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste war eine klassische Durchsicht. Beginnend mit einer Sichtkontrolle. Geprüft wurden alle möglichen Systeme, von der Steuerungstechnik über die Wasserpumpen bis zu den Tanks. Das aufwendige Fahrwerk mit den großen Luftbälgen zur Niveauregulierung haben wir uns besonders intensiv angeschaut. Geprüft wurde aber auch die Spur. Die Reifengeometrie wurde neu justiert und die 4 Trommelbremsen nachgestellt. Allein das Fahrwerk des EXP8 hat 20 Schmiernippel. Sie wurden abgepresst, um alle beweglichen Teile mit frischem Fett zu versorgen. Gut geschmiert hält länger. Viele Anhängerfahrer unterschätzen die Wichtigkeit der jährlichen Prüfung. Wir empfehlen diese. Nur so kann ein Anhänger sicher bewegt werden.
Was ich auf meiner Reise durch Island gelernt habe: Campen ist der Kampf gegen Kondenswasser. Trotz allen Lüftens, selbst in den Schränken, hatte ich im isländischen Dauertiefdruckgebiet viele feuchte Stellen. Noch mehr Schwitzwasser sammelte sich in den Stauräumen hinter den Serviceklappen. Vor allem dort trifft warme Luft auf kalte Außenwände und kondensiert. Daher habe ich mir in Karlsruhe an mehreren Stellen eine zusätzliche Dämmung einbauen lassen. Ich werde bei dieser Reise viel an der Küste unterwegs sein. Die feuchte Luft dort, aber auch die großen Temperaturunterschiede im skandinavischen Herbst begünstigen die Bildung von Kondensat. Außerdem hat mir Wolfgang ein Reinigungssystem für Wasser eingebaut. Für meine Reise in den Norden etwas überkandidelt, aber bei meiner geplanten Weltreise könnten die Filter noch einmal wichtig werden. Eine der letzten Aktionen war dann die Hängerwäsche. Ich habe mich immer gefragt, wo und wie ich diesen Riesenanhänger am besten sauber mache. Wolfgang hatte die Antwort. Empfehlenswert ist ein LKW-Waschplatz. Die Vorgehensweise ist wie bei einem Auto. Mithilfe einer Waschlanze wird erst mit Hochdruck gewaschen, dann kommt der Aktivschaum, gefolgt vom Klarspüler und dem Lackschutz mit Wachs zur Versiegelung. Für meinen Anhänger ist es die erste Wäsche. Ich finde, ein geländetaugliches Fahrzeug darf durchaus dreckig sein, aber irgendwann muss der Staub der isländischen Schotterpisten mal herunter. In den 6 Tagen, in denen ich in Karlsruhe war, habe ich eine Menge gelernt. Und für einen Theoretiker wie mich, der viel Zeit vor dem Rechner verbracht hat, ist es auch ein großes Erlebnis, Menschen zu beobachten, die mit ihren Händen arbeiten. Was die alles können: bohren, formen, biegen, kleben. Ich habe davor den allergrößten Respekt. Und bevor ich auf Weltreise gehe, werde ich Wolfgang sicher noch einmal besuchen. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, hier wieder der Transparenzhinweis. Für die Arbeiten, egal ob in Wildau oder in Karlsruhe, habe ich den normalen Preis bezahlt. Was ihr hier seht, ist Berichterstattung und keine bezahlte Werbung. Das war mein erster Film aus der Nordkap-Reihe. Damit ihr euch ein bisschen darauf einstellen könnt, was noch kommt, hier eine Karte. Die rot markierte Strecke bin ich bereits gefahren. Die gelbe Strecke ist meine geplante Route. Ich möchte schräg durch Schweden nach Norwegen und dann immer an der Küste des Nordmeeres entlang bis zum Nordkap. Danach geht es durch Finnland, die baltischen Länder und Polen zurück nach Berlin. Wir haben es jetzt Anfang Mai und ich habe für diese Strecke etwa 7 Monate Zeit. Wenn alles gut geht, bin ich Ende November, Anfang Dezember wieder in Berlin. Wie lang die Strecke ist, die noch vor mir liegt, kann man noch ein bisschen an den Temperaturunterschieden erkennen. Hier in Südschweden hatten wir gestern und heute 23 Grad tagsüber. Am Nordkap hat es geschneit. Ich würde mich freuen, wenn euch dieser Film gefallen hat, wenn ihr neugierig seid auf das, was noch folgt. Ich verabschiede mich jetzt aus Schweden und melde mich in 4 bis 6 Wochen wieder mit einem neuen Film, dann vermutlich aus Norwegen. Bis dahin, bleibt gesund. Ich sage jetzt auf Wiedersehen oder Adjö, wie die Schweden sagen. Tschüss!